Nu, was macht ihr denn hier? Habt ihr Angst? Habt ihr euch versteckt? Es geht los. Tschu. Und damit sage ich Hallo, liebe Vollzeitreisende und die es vielleicht noch werden wollen. Wir unterhalten uns heute über das Thema Sicherheit beim Reisen mit dem Wohnmobil in Rumänien. Und wenn euch interessiert, ob das sicher ist, mit dem Wohnmobil nach Rumänien zu reisen, dann bleibt bis zum Ende dran. Ich verrate euch, wie wir das in unserer Zeit empfunden haben. Hallo und herzlich willkommen, wir sind Alex und Kati. Als sogenannte digitale Nomaden leben, reisen und arbeiten wir inzwischen seit knapp 4 Jahren dort, wo andere Urlaub machen. Immer dabei Lupa, Whisky, Heinz und Muck, unsere 4 Hunde. Und ab geht's ins Abenteuer Vollzeit-Vanlife. Der Deutsche hat ja im Allgemeinen ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Ich kann euch aber aus der Erfahrung und aus dem Gespräch heraus verraten, dass zum Beispiel Engländer da auch ihr ganz spezielles Bild auch von Deutschland haben. Somit ist das auf jeden Fall kein Alleinstellungsmerkmal für den klassischen Deutschen. Nichtsdestotrotz gibt es mit Sicherheit ein bestimmtes Bild, was man von Rumänien vor Augen hat, wenn man dieses Land noch nicht bereist hat und wenn man das vielleicht nur aus der Ferne durch Hörensagen irgendwie mitbekommen hat, können unter Umständen auch falsche Bilder entstehen und da möchte ich einfach ein bisschen aufklären. An allererster Stelle gibt es natürlich eine Industrie, die an dem entsprechenden Sicherheitsbedürfnis der Deutschen und natürlich auch an der Verbreitung von Angst in Anführungszeichen profitiert und das ist natürlich die Sicherheitsindustrie. Und da schauen wir einfach mal ganz kurz, wie viel Umsatz diese Industrie mit der Angst der Menschen macht. Ich werde euch einfach mal unter dem Video verlinken, was ich als Sicherheitsmaßnahme bei mir im Wohnmobil gemacht habe. Das ist lediglich ein Kamerasystem, was auch Bewegungsmelder hat und mir dann entsprechende Push-Benachrichtigungen auf mein Handy sendet. Das aber auch in erster Linie für die Hunde, wenn die mal im Auto bleiben. Da sind auch Temperatursensoren dabei, so dass ich weiß, okay, da ist eine entsprechende Temperatur im Auto. Die Hunde leiden nicht in dem Fahrzeug und ich kann zwischendurch reingucken und kann gucken, was die Hunde so treiben. So, und dann ist natürlich die Frage, jetzt sucht man nach einem schönen Sommerziel und man hat vielleicht sogar schon einiges in Europa gesehen und überlegt sich jetzt vielleicht in den Osten Europas zu reisen, Richtung Schwarzes Meer. Man kommt dann zu verschiedenen Ländern, von denen man unter Umständen nicht wirklich viel weiß. Und dazu gehört mit Sicherheit für viele Rumänien, wenn ihr noch nicht da wart. Und darum ranken sich sehr, sehr viele Mythen und Mysterien von Verbrecherbanden bis hin zu kaputten Straßen und irgendwelchen Vorurteilen, die vielleicht am Ende des Tages so gar nicht zutreffen. Und wir können euch aus knapp 2 Jahren in dieser Region sagen, dass tatsächlich das meiste überhaupt nicht zutrifft. Wir haben Rumänien im Allgemeinen als ein sehr, sehr schönes Land mit vielseitiger Natur kennengelernt, mit optimalen Straßen. Ihr bezahlt auch tatsächlich, wenn ihr in das Land reinkommt, Maut. Also das bedeutet, ihr müsst online eine Vignette buchen für die Dauer, die ihr in Rumänien unterwegs seid. Es gibt dann solche digitalen Lesegeräte, die dann praktisch euer Nummernschild einscannen und schauen, ob ihr denn die Maut bezahlt habt. Wenn ihr dann in Rumänien unterwegs seid, habt ihr die Wahl zwischen Küste oder halt eben auch zum Beispiel die Karpatenregion. Beides sehr, sehr sehenswert und sehr, sehr schön. Und tatsächlich eine Besonderheit in Rumänien ist, dass es laut Gesetz erlaubt ist, überall mit seinem Camper frei zu stehen. Außer Naturschutzgebiete und irgendwelche Areas, die entsprechend gekennzeichnet sind, dass man dort nicht campieren darf. Das bedeutet, auch das Bild in Rumänien ist im Prinzip dadurch geprägt, dass man auf der Landstraße fährt und hier und da immer wieder neben am Straßenrand irgendwelche Rumänen sieht, die halt ein Picknick machen, ein Feuer machen und es sich gut gehen lassen, wenn das Wetter dazu passt. Wir haben tatsächlich relativ lange in der Nähe von Sibiu-Hermannstadt in Siebenbürgen verbracht, einfach weil uns die Region sehr, sehr gut gefallen hat und weil es auch da ziemlich einfach war, irgendwo an einem Fluss zu campieren. Es kamen dann auch Einheimische dazu, die tatsächlich dort ihren Sommerurlaub verbracht haben und auch an Sonntagen oder wenn irgendwie ein längeres Wochenende war oder generell am Wochenende andere Einheimische, die einfach ein Picknick gemacht haben, sich dort mit der Familie getroffen haben oder irgendwas in diese Richtung unternommen haben. Das habe ich tatsächlich mehrmals erlebt, habe ich auch in den Karpaten erlebt. Da war ebenfalls ein schöner Stellplatz. Unter der Woche war kaum was los und am Wochenende hat sich das Ding komplett gefüllt. Und ich habe mich dann auch mit jungen Rumänen unterhalten, die sagten, das ist so halt eben das Standard-Event für die Rumänen am Wochenende, dass sie sich mit der gesamten Familie irgendwo treffen und dann irgendwie ein Picknick machen. Es gibt, glaube ich, schlechtere Angewohnheiten. So, wie ist das vom Sicherheitsgefühl in Rumänien? Also wir haben sehr, sehr lange in verschiedenen Ecken gestanden. Jetzt muss man natürlich unterscheiden, das ist das Gleiche wie in Deutschland auch. Es gibt natürlich die städtischen Regionen, die naturgemäß irgendwie ein bisschen unsicherer sind und es gibt die ländlichen Regionen, die naturgemäß ein bisschen sicherer sind. Es ist natürlich so,
Das ist auch was ich bei vielen nicht verstehe, die Angst haben, irgendwo alleine in einem Wald oder irgendwo sehr, sehr abgeschieden zu stehen. Mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es keine Verbrecherbande geben, die irgendwo im Wald sitzt und wartet, bis mal irgendwann ein Camper vorbeikommt, um ihn auszurauben. Sondern solche Dinge passieren halt überwiegend auf Campingplätzen tatsächlich, die man für unheimlich sicher hält, oder halt eben in Städten. Somit, da wir grundlegend auch in Deutschland eigentlich die Großstädte eher meiden und wenn dann mal für eine Besichtigung reinfahren, stehen wir meistens auf dem Land und da hat es einfach den Vorteil, dass man sich unheimlich sicher fühlt. Das heißt, das sind meistens kleine Dörfchen, die Leute kennen sich untereinander. Wir hatten auch die meiste Zeit, wenn wir zum Beispiel nach Sibiu-Hermannstadt gefahren sind, unseren Generator vor dem Wohnmobil stehen, unseren anderen Stuff, den Dutch-Ofen, unsere Stühle, unsere Tische. Also wir hatten alles draußen stehen und es ist nie passiert, dass irgendwas weggekommen ist. Ganz im Gegenteil, die Rumänen sind von Natur aus sehr, sehr gastfreundlich. Wir hatten Nachbarn, die ebenfalls mit einem Wohnmobil unterwegs waren, die haben uns dann zum Essen eingeladen und im Prinzip hatten wir in Rumänien nie das Gefühl, dass es irgendwie eine komische Situation wäre, dass es unsicher wäre. Ich meine, man muss auch immer dazu sagen, wir haben 4 Hunde dabei, ganz klar, das sorgt auch nochmal für zusätzliche Sicherheit, aber auch grundlegend von der Mentalität der Menschen hatten wir nie in Rumänien das Gefühl, dass es unsicher wäre. Anders da, wie gesagt, kann sich das verhalten, wenn man jetzt in Großstädte fährt und da natürlich mit einem ausländischen Kennzeichen parkt und dann irgendwelche Leute auf das Wohnmobil aufmerksam werden oder man vielleicht sogar vorher mit einer teuren Fotokamera durch die Gegend gerannt ist und Aufnahmen gemacht hat, so dass im Prinzip jemand weiß, okay, da ist auch was zu holen. Rumänien lohnt sich landschaftlich, von den Kosten her und auch von den Menschen, da die Rumänen von Natur aus sehr, sehr freundlich sind und auch hilfsbereit. Tatsächlich kommt man in Rumänien mit Englisch weiter, in der Region Siebenbürgen auch tatsächlich mit Deutsch. Das heißt, viele Rumänen sprechen dort Deutsch, weil sie entweder aus der Historie resultierend Deutsch an der Schule gelernt haben oder zum Teil dann auch tatsächlich in Deutschland gearbeitet haben. Also das ist keine Seltenheit. Wir hatten einen Fall, da hat uns ein sehr, sehr freundlicher Rumäne auf dem Parkplatz mit dem Parkticket weitergeholfen, als wir die Altstadt von Sibiu besucht haben. Das verlinke ich euch mal hier und blende euch auch mal kurz den Ausschnitt ein. Ab jetzt hast du 10 Minuten. So, ist schon in Ordnung, ich weiß. Wieso? Ich mag das, weil viele deutsche Leute haben das auch für mich gemacht. Irgendwann war ich in Deutschland und ich hab viele gute Leute gehört. Das, was die Rumänen tatsächlich selber als Problem wahrnehmen, sind im überwiegenden Teil Sinti und Roma. Das bedeutet, die werden von der rumänischen Bevölkerung eher kritisch gesehen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass auch diese Bevölkerungsschicht sehr, sehr freundlich ist. Hatten wir ebenfalls keine Probleme, gab es auch in der Nähe von dem, wo wir zum Teil gestanden haben und es gab nie irgendwelche Zwischenfälle, dass ich hätte sagen können, ja, ich verstehe diesen Unmut, den die Rumänen auf diese Bevölkerungsgruppe haben. Also kann ich so nicht nachvollziehen, aber man kennt tatsächlich aus Deutschland ebenfalls Sinti und Roma, die auch in Deutschland unter Umständen nicht den besten Ruf genießen. Grundlegend gibt es auch in Rumänien nach wie vor Pferdekarren, die durch die Gegend fahren, teilweise zum Holz machen oder um irgendwas zu transportieren. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Rumänien äußerst fortschrittlich ist. Bedeutet, die Leute fahren zum Teil sehr, sehr neue Autos. Was man in Rumänien sehr, sehr oft sieht, ist tatsächlich die Marke Mercedes. Das bedeutet, Mercedes hat da tatsächlich einen Stellenwert und das haben wir in Bulgarien und in Rumänien erlebt, dass da tatsächlich irgendwie noch dieses Bild der deutschen Wertarbeit vorherrscht. Das bedeutet, ich war bei einem Arzt in Bulgarien, der sehr stolz darauf war, dass er ein Gerät aus Deutschland da stehen hatte, wo Made in Germany drauf stand. Und ich habe in Rumänien ein Stromaggregat gekauft von einer Marke, die ich in Deutschland so noch nie gehört habe, aber es stand groß Made in Germany drauf und das bedeutet da tatsächlich noch was. Grundlegend, wenn man in Rumänien unterwegs ist, ist es auch nicht der Fall, dass man irgendwo jetzt großartig angebettelt wird um Geld oder irgendwas dergleichen, sondern es ist tatsächlich, wenn man durch Rumänien reist, ein ganz, ganz normales Land mit seiner eigenen Kultur, mit seinen absolut schönen Seiten und man sollte im Vorfeld keine Sorge haben, dass dieses Land irgendwie so ganz raus aus dem europäischen Standard ist und irgendwie ein ganz mysteriöser Fleck, bei dem die Leute hinterm Berg wohnen. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes, sondern Rumänien halt, wie gesagt, ist von der Infrastruktur her, von dem, wie es aufstrebt, sehr, sehr fortschrittlich und auch die Menschen sind tatsächlich ganz stinknormale Menschen, die ihren Job haben, die grillen, die mit der Familie irgendwas unternehmen.
Es ist nicht so, dass da an jeder Ecke irgendjemand lauert und versucht, in das Wohnmobil einzubrechen. Grundlegend machen wir uns beim Reisen sowieso nicht so viele Gedanken um die Sicherheit. Einfach aus dem Grund, weil wir 4 Hunde haben und weil wir bis jetzt in unseren ganzen 4 Jahren, die wir in Europa rumgereist sind, tatsächlich nur in Deutschland schlechte Erfahrungen gemacht haben. Was aber mit Sicherheit auch daran liegt, dass Deutschland von der Landfläche her sehr, sehr stark bevölkert ist. Das heißt, es gibt eigentlich überall Menschen und man fällt auch überall mit seinem Wohnmobil auf. Das ist in Rumänien tatsächlich ein bisschen anders. Da gibt es auch durchaus Plätze, an denen man stehen kann, wo man vielleicht auch 2, 3 Tage niemanden trifft, außer ein Schäfer, der mal rumkommt. Und ansonsten hat man seine Ruhe und das selbst an Plätzen, die relativ nah an der Stadt sind. Bedeutet, wenn ihr euch fragt, ist es sicher, nach Rumänien zu fahren, kann ich euch nur sagen, tut es. Ihr werdet sehr positiv überrascht sein. Ihr werdet auch sehr positiv überrascht sein bei den Ländern, durch die ihr durch müsst, wie Slowakei, Ungarn. Alles sehr, sehr schöne Länder, die man durchaus mitnehmen kann. Vielleicht einfach mal die Route nicht über Kroatien planen, um runter nach Griechenland zu kommen. Ein Mindestmaß an Sicherheit im Wohnmobil sollte dennoch gegeben sein. Bedeutet zum Beispiel so ein Kamerasystem oder eben irgendwie eine Alarmanlage. Haben tatsächlich auch die Rumänen sehr, sehr viel. Auch da profitiert natürlich eine Sicherheitsindustrie davon, dass auch in Rumänien so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit vorherrschen soll. Und das bedeutet, jeder Rumäne, der sein Auto abschließt, da hört man ein Piep und dann ist die Alarmanlage scharf. Ob das jetzt eine Attrappe ist oder eine echte, spielt keine Rolle. Aber auch die Rumänen legen sehr, sehr viel Wert auf Sicherheit. Schaut euch gerne auch nochmal das ausführliche Video über Rumänien an. Da haben wir praktisch Sushi gemacht und haben so über unsere Eindrücke in Rumänien gesprochen. Auch unser erster Eindruck, als wir im Winter dorthin kamen. Dann unser Eindruck, als wir noch mal im Sommer dort waren. Tatsächlich im ersten Moment war Kati eher so ein bisschen abgeneigt gegenüber Rumänien. Zweite Chance hat es dann, glaube ich, wieder rausgerissen. Und ich aus meiner Perspektive kann sagen, Rumänien würde ich immer wieder hinfahren, einfach weil es ein super unkompliziertes Land ist, ein sicheres Land und tatsächlich auch ein fortschrittliches Land, in dem es Spaß macht, mit dem Camper unterwegs zu sein. Eine Sache zählt tatsächlich für Rumänien und Bulgarien gleich. Das bedeutet, sobald die Sommersaison startet, und darauf sollte man achten, wenn man mit dem Wohnmobil in der Hauptsaison unterwegs sein will, auch die Rumänen und die Bulgaren verfügen über überwiegend Wohnwagen. Bei denen ist der Trend mit Wohnmobil noch nicht ganz so verbreitet, sondern eher Wohnwagen. Und da passiert halt Folgendes. An jedem schönen See, den es irgendwo gibt, werden bei Saisonbeginn praktisch die Wohnwagen hingezogen und dann verbringen halt eben die Einheimischen ihre Wochenenden dort beziehungsweise ihren Urlaub dort. Und das bedeutet, besonders um Seen herum oder so, kann es definitiv voll werden. Kann man sich aber eigentlich reinstellen. Man sollte sich jetzt vielleicht nicht in so eine eigens angelegte Siedlung reinstellen. Meistens gibt es dann auch irgendwelche Absperrungen, die selber gezimmert sind oder sowas, sondern sollte so sein Plätzchen finden, wenn die Möglichkeit besteht. Und dann hat man eigentlich eine gute Zeit da und lernt eigentlich auch ziemlich aufgeschlossene Menschen in Rumänien kennen. In diesem Sinne hoffe ich, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ihr überlegt habt, ist das denn sicher, mit dem Wohnmobil nach Rumänien zu fahren? Wie gesagt, aus unserer Perspektive haben wir noch keine negativen Erfahrungen in diesem Land gemacht und deswegen kann man eigentlich guten Gewissens in dieses wunderschöne Land fahren. Wenn euch das ein bisschen beruhigt hat und wenn ihr sagt, ja, da müssen wir unbedingt hin, dann lasst gerne einen Daumen nach oben für das Video, abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen, aktiviert das Glöckchen, wenn noch nicht geschehen und dann sehen wir uns im nächsten Video mit einem hoffentlich genauso interessanten Thema. Bis dahin, ciao, ciao.